Azurit, Lust auf mehr Ertrag. Das ist das Motto heute des zweiten Digital-Events hier bei der Firma Lemken. Und an dieser Stelle sage ich herzlich willkommen an euch, die ihr euch reingeklickt habt, hier im Agroforum in Alpen. Und bevor es gleich richtig losgeht mit unseren Experten, bin ich noch auf einen Kaffee verabredet mit Nicola Lemken. Sie gehört zur 7. Generation der Familie Lemken, ist Gesellschafterin und Teil der Geschäftsführung. Hallo Frau Lemken. Hallo Frau Franken. Wie geht's Ihnen? Gut, alles gut. Frau Lemken, das Jahr 2020, eigentlich ein Jubiläumsjahr, denn der 240. Geburtstag wird in diesem Jahr gefeiert, aber ohne Party. Ja, also erstmal freuen wir uns, dass das Unternehmen so alt ist. 240 ist ja eine gewaltige Zahl und auch ein bisschen abstrakt. Aber es hat mich schon bewegt in diesem Jahr. Man guckt natürlich erstmal zurück, man hat die Fotos vor Augen, die alte Schmiede, die erste Schmiede, die Urväter, die Entwicklungen, die das Unternehmen genommen hat. Und das geht dann schon nahe und ist wirklich etwas Besonderes. Und wir haben das auch gewürdigt in diesem Jahr. 2020, auch wenn das Jahr besonders ist, hat es natürlich auch viele neue Ideen gebracht. Zum Beispiel das Digital-Event, heute schon die 2. Folge. Wie waren denn die Rückmeldungen von der Premiere? Das ist wirklich gut angekommen und ich bin froh, dass unsere Mitarbeiter diese tolle Idee hatten und auch sehr gut umgesetzt haben. Wobei, ganz ehrlich, lieber wäre mir das anders, dass wir direkt mit den Kunden auf Tuchfühlung gehen können. Und das ist schon schade, dass die Messen und Veranstaltungen nicht stattfinden können, denn das ist ja für uns wichtig, mit den Kunden in Kontakt zu kommen und da einen direkten Austausch zu haben. Aber nichtsdestotrotz, wir passen uns an und ich denke, wir haben das beim ersten Mal schon ganz gut gemacht. Solange es live nicht geht, in dieser Form auf jeden Fall eine neue Idee. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Mitarbeiter, die immer wieder tolle Ideen entwickeln. Das alles steht hier bei Lemken natürlich auch unter dem Motto Teamwork. Ja, ich bin froh und dankbar und gerade vielleicht, um nochmal dieses Corona-Jahr anzusprechen, da weiß man umso mehr zu schätzen, was man hat und man kann sehen, dass in diesem Jahr wirklich alle das Beste gegeben haben und sich angestrengt haben, auch unter den Umständen weiterzuarbeiten und wir haben das ganz gut hingekriegt. Also wir haben viel produziert und konnten den Betrieb aufrechterhalten und ich denke auch den Service und die Unterstützung der Landwirte. Also absolut stolz auf ein tolles Team. 2 Experten aus Ihrem Team darf ich ja gleich kennenlernen. Vorher noch eine Frage. Wenn man auf alle Maschinen guckt, alle haben einen besonderen Namen. Wie läuft das eigentlich ab bei Ihnen mit der Namensgebung? Uiuiui, das ist ein schwieriges Feld. Wir benennen die Produkte nach Edelsteinen, das ist so Tradition. Und da ist es manchmal gar nicht so einfach, noch einen neuen schön zu finden. Aber wenn man natürlich hier an die Azurit denken, ich meine, da ist uns das wieder ganz gut gelungen. Das passt ja schon vom Azurit-Einzelkorn. Es ist ein blauer Edelstein, ein besonderer Edelstein und ja, das haben wir gut gefunden. Das passt. Wenn Sie uns schon so ein bisschen verraten, auf was wir uns heute freuen dürfen, was würden Sie uns schon verraten? Viele technische Details für den Landtechnikprofi. Das kommt ja immer gut an, wenn man in die Details reingeht. Das ist vielen gar nicht so mit jeder Einzelheit bewusst. Die Lemken-Maschinen haben ja immer etwas Besonderes dabei und viel Technik, mit der man sich das Leben einfacher machen kann, beziehungsweise auch gute Erträge erzielen kann. Und da hat die Azurit viel zu bieten und da lohnt es sich, genauer nochmal hinzugucken. Ich freue mich auf jeden Fall, bin gespannt. Wer darf denn gleich Türchen Nummer 17 aufmachen? Das diskutieren wir noch aus. Das diskutieren wir aus. Also komme ich gleich nochmal zurück und mache mich jetzt auf den Weg zu den Experten. Hallo Bernd, hallo Lukas. Hi. Hi. So, wir fangen mal mit dir an. Lukas, du bist Agrotrainer bei Lemken, also eigentlich sonst auf der Agrofarm in Bönninghardt zu Hause, sage ich jetzt mal, da verbringst du ganz viel Zeit. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr da fortbildet? Das wird ja sowohl theoretisch als auch praktisch sein, oder? Genau, also auf unserer Agrofarm machen wir eigentlich die komplette Aus- und Weiterbildung für unseren Handelspartner international, also weltweit auch, und schulen da halt all unsere Maschinen. Von Verkaufsschulung, also ganz normal, was die Details sind, bis halt wirklich dann zum Service, wo es dann tief in Hydraulik und Elektrik reingeht. Und all diese Schulungen machen wir, das ist meine Aufgabe da. Und halt speziell im Bereich Drilltechnik und halt zum heutigen Thema die Einzelkorntechnik. Heute haben wir natürlich nicht so viel Zeit, dass wir all das lernen, was du sonst auf der
Agrofarm auch weitergibst. Worauf setzt du heute den Fokus? Also unser Fokus liegt heute darauf, eigentlich die Spezialpunkte, die unsere Azurit so einzigartig machen, zu erklären, darzuzeigen und natürlich auch ein Bild festzuhalten, damit alle Leute, die uns heute zuschauen, nachher auch ein Bild davon haben und sagen oder uns nachher interessante Fragen stellen. Ja, auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Genau, gutes Stichwort, denn interessante Fragen stellen. Vielleicht vergesse ich die eine oder andere Frage oder ihr an den Bildschirmen habt ganz andere Fragen. Dann habt ihr jetzt schon und die ganze Zeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eure Kollegen, die anderen Experten, sitzen bereits im Chat. Ihr werdet nachher auch dazugehen und die Fragen die ganze Zeit beantworten. Also nicht scheuen, Fragen stellen. Bernd, kommen wir zu dir. Du bist Konstruktionsgruppenleiter im Bereich Einzelkornsätechnik. Wenn ich mir das übersetzen würde, heißt das Gruppenleiter der Azurit-Konstrukteure? Genau, das trifft das sehr gut. Mit meinem Team entwickeln wir zum Beispiel die Einzelkorntechnik in der Azurit. Wir haben auch ein sehr junges Team, was auch sehr affin ist, aus dem Bereich Landtechnik kommt. Wir haben alle irgendwo einen landtechnischen Background und wissen von der Seite sehr gut, was unsere Kunden von uns erwarten, von unseren Maschinen erwarten. Das heißt, was ist bei dir der Background? Meine Eltern haben auch einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, auf dem ich groß geworden bin, auf dem ich heute auch noch sehr regelmäßig unterwegs bin, auch mit unseren Maschinen, wo ich die Maschinen dann auch selber mit einsetze und mir dann auch immer ein Bild von den Beständen mache. Das heißt, du weißt genau, wie es auf dem Feld losgeht, was wichtig ist. Du probierst die Maschinen selber und weißt einfach auch, worauf es den Landwirten ankommt. Ja, genau. Und darüber hinaus sind wir sehr intensiv auch in Austausch mit unseren Kunden direkt und versuchen natürlich auch immer deren Bedürfnisse und Wünsche dann in die Konstruktion mit einfließen zu lassen. Und diese Arbeiten übernehme ich dann mit meinem Team. Was ist an der Azurit jetzt so besonders? Besonders ist, dass wir in einer Delta-Row die Körner ablegen. Die Körner werden in einem Dreiecksverband abgelegt, sodass wir einen größeren Abstand der Körner untereinander haben. Das ist ja in der aktuellen Situation auch. Auf den Abstand kommt es halt an und dadurch generieren wir halt Vorteile für unsere Kunden. Ja, werde ich gleich bestimmt noch mal genauer nachfragen nach diesem Delta-Row. Mich interessiert, wenn ihr anfangt zu tüfteln. Wie kommt ihr auf die Idee, an einem bestimmten Thema zu forschen, zu tüfteln, zu konstruieren? Wie läuft das ab bei euch? Wir versuchen immer einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen und die Kundenbedürfnisse möglichst mit umzusetzen und auch über das hinausgehen, was dann unsere Wettbewerber machen. Dass wir wirklich mehr Werte generieren für den Kunden. Was ist der wichtigste Mehrwert? Der wichtigste Mehrwert bei der Azurit ist wirklich die Delta-Row, weil dadurch generieren wir einfach mehr Platz für jede einzelne Pflanze und wir bieten dadurch auch den Vorteil, dass die Reihen schneller geschlossen werden. Das hat vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren hatten wir einen sehr, sehr trockenen Sommer gehabt mit wenig Niederschlägen. Dadurch, durch unser System, sind die Reihen schneller geschlossen. Das heißt, die Pflanzen bedecken den kompletten Boden und dadurch haben wir dann auch wieder weniger Verluste von Feuchtigkeit, die zum Beispiel durch die Sonneneinstrahlung dann aus dem Boden verdunstet. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich als Pflanze mehr Platz habe, dann bekomme ich mehr Sonne ab, dann bekomme ich mehr Nährstoffe ab, dann bekomme ich mehr Wasser ab und ich werde größer. Habe ich das richtig verstanden? Genau, okay. So kann man das auf den... Also auch ich habe es richtig verstanden. Lukas, jetzt stehen wir vor der Maschine. Deine Kollegen haben mir ganz schön viel über dich erzählt. Okay. Ja, das braucht ihr aber keine Angst machen. Sie haben nur gesagt, dass du so tief im Thema steckst, dass ich dich zu jeder Zeit wecken könnte, dass ich dich nachts wecken könnte und du mir trotzdem jede Frage beantworten könntest. Ist so, oder? Grundsätzlich gerne, ja. Also wie gesagt, eigentlich bin ich um keine Antwort verlegen. Ja. Gerade in der Frühjahrssaison, wenn wir mitten dran am Säen sind, ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, mich nachts zu wecken, denn auch da sind wir nachts noch schwer aktiv. Denn mit so einer Azurit hat der Tag kein Ende. Ja, da habe ich natürlich Glück, dass du heute da bist. Lukas, ich würde dich bitten, mich wirklich mitzunehmen an die wichtigsten Elemente, dass wir einfach mal ein bisschen genauer gucken. Ja, einfach mal in die Maschine reingehen. Lass uns loslegen. Genau, fangen wir am besten so, wie es eigentlich auch ist, von vorne nach hinten an und gehen einfach mal rum um die Maschine. Ich folge dir. Genau. Wenn man die Maschine einmal so jetzt ein bisschen seitlich betrachtet, sehen wir haben zentral unseren Saatguttank. Zentral heißt, jeder kennt eine klassische Einzelkornsämaschine, da haben wir unsere Saatguttanks hinten an den einzelnen Aggregaten. Wir haben den zentral und haben dadurch halt
gewisse Vorteile, wo ich gleich noch mal im Detail drauf eingehen werde, warum wir das so gemacht haben. Ja, welche Vorteile sind das denn, die der Landwirt oder der Lohnunternehmer hat? Genau, große Vorteile, wir haben einen zentralen Tank, heißt heutzutage wird sehr viel Saatgut auch in Big Packs angeliefert, also in großen Einheiten. Wir können also bequem befüllen, weil wir halt einen zentralen Tank haben und nicht mehr diese kleinen Behälter. Wie ist es von der Füllmenge? Ist sie auch größer als Genau. bei herkömmlichen? Ja, im Vergleich zum herkömmlichen Einzelkornaggregat, auch hier mit den beispielsweise an der Maschine 8 Reihen, haben wir hier 600 Liter Volumen. 600 Liter Volumen reicht bei der Maschine für roundabout 20 Hektar in einmal befüllen. Das heißt, der Lohnunternehmer oder der Landwirt, der kann direkt vom Big Pack wirklich den Tank voll machen und kommt lange aus, spart Zeit. Genau, heißt, wir sparen dadurch unwahrscheinlich Zeit bei der Befüllung, denn immer wenn wir stehen, verdient die Maschine kein Geld und das ist am Ende des Tages nicht das, was wir wollen. Heißt, wir schaffen einfach mehr Produktivität. Allein schon dieses kleine Feature heißt den zentralen Tank. Okay. Ein weiterer Punkt ist aber, warum der zentrale Tank so wichtig ist heutzutage. Alle reden davon, dass gefahren wird mit Section Control. Also wir schalten einzelne Erklär es Reihen mir ab. kurz. Section Control beschreibt, per GPS schalten die Reihen dort ab, wo schon gesät ist. Wir haben also keine sogenannten Überlappungen. Ja. Wir haben wirklich nur da gesät, wo auch gesät werden soll. Dadurch haben aber die Reihen, dass sie unterschiedlich abschalten, immer wieder einen unterschiedlichen Bedarf an Saatgut. Hätten wir ein herkömmliches Einzelkorngerät, haben wir nachher auch unterschiedliche Saatstände. Wollen wir nicht. Okay, Zentral. ich fasse es noch mal eben zusammen. Da es zentral ist, kann ich tatsächlich jede Reihe einzeln ansteuern und nicht ein Tank ist schon leer, wenn der andere noch voll ist. Genau, und zwar haben wir in unseren Dosierungen, da komme ich auch wirklich gleich nochmal, wenn wir nach Okay. hinten fliegen, eine sogenannte Seed-on-Demand-Steuerung. Also die einzelnen Sondiereinheiten fordern nur nach Bedarf, on-demand, ihr Saatgut aus dem zentralen Behälter. Okay. Und es ist nie zu viel und nie zu wenig Saatgut hinten. Und dadurch haben wir gerade bei diesen Neuerungen wie Section Control auch nie unterschiedliche Stände in unseren Dosieraggregaten. Das heißt wieder der Vorteil, der Fahrer, der Landwirt, der Lohnunternehmer muss zwischendurch nicht gucken, er kann sich einfach darauf verlassen. Genau, er kann sich darauf verlassen Cool. und kann die Maschine so optimal auch bis zum Ende gleichmäßig leer fahren. Das war unser Saatguttank. Wenn man aber sieht, was zu einer herkömmlichen Einzelkorndrille etwas der Unterschied ist, wenn wir über Azurit sprechen und sprechen bei der Azurit auch zur Düngerversorgung vom Mais, Ja. dann ist es bei uns immer so, dass wir den Dünger extern zur Azurit hinfördern müssen. Wir haben hier beispielsweise mal für heute Abend unseren Solitär 12 SW, also Säwagen, hingestellt. Ein reines Düngerfahrzeug, also ein Wagen, der nur dafür da ist, uns den Dünger zu liefern. Und haben dann hier über den Säwagen die einzelne Verteilung zum Dünger. In der Kombination also, dass der Dünger direkt herübergeführt wird. Genau, das ist eine Möglichkeit. Wir haben auch weiter noch, wenn man einmal rechts rüber schaut, dort unseren Fronttank, Solitär 23 stehen. Das ist halt die andere Alternative, wenn ich keine gezogene Maschine möchte, sondern das Verfahren auseinandersplitten möchte, ist das die Alternative. Die Azurit ist aber hat immer mehrere Möglichkeiten. Genau, im Hause Lemken haben wir 4 Möglichkeiten, um den Dünger vorzusorgen. 2 haben wir heute hier, den Säwagen und den Fronttank. Aber wir können auch noch in Kombination mit Bodenbearbeitung unsere Solitär 25 oder die Kombination der Kompakt Solitär 9 auch da mit der Azurit kombinieren. Also allein aus dem Hause Lemken 4 Möglichkeiten, Dünger, Bodenbearbeitung und Azurit zu kombinieren. Okay, also total flexibel einsetzbar in dieser Kombination, je nachdem, was man dann nutzen möchte. Genau. Okay, also den Saatguttank haben wir gesehen, die Düngung haben wir gesehen. Was sind noch wichtige Elemente, die ich unbedingt sehen muss hier? Genau. Wir haben die Düngung angesprochen, aber noch nicht die Details erklärt. Bei der Düngung haben wir es bei Lemken so gemacht, dass wir beispielsweise hier bei der 8-reihigen Maschine 2 Düngerreihen über einen großen Schlauch versorgen. Bedeutet, egal mit welchem System wir den Dünger beschicken, Ja. ist es auch hier möglich, Teilbreiten zu schalten, also Section Control auch für den Dünger zu schalten. Okay, nochmal langsam. Der Dünger wird verteilt auf die einzelnen Reihen und ich kann auch da wieder wählen, hier soll Dünger aufgebracht werden und da nicht. Genau. In dem Fall nicht für jede Reihe einzeln, immer 2 Reihen zusammen. Das Okay. wird hier verteilt. Daher besteht hier die Möglichkeit, auch mit Section Control zu arbeiten. Heißt, wir können sämtliche Auflagen, die uns gegeben werden, an Gewässern oder Ja. auch halt beim Section Control generell keine Überlappung vom Dünger sparen. Und das bei all unseren
Geräten, die wir vorweghängen. Denn alle oder Geräte, wo wir mit Dünger ausbringen, vom Säwagen bis zum Fronttank, haben jeweils auch die Technik vorhanden, um die Teilbreiten schalten zu können. Dadurch nochmal Potenzial. Wir haben viel Dünger mit, aber können auch viel Dünger sparen. Ja, Und genau. das gerade Dünger sparen, heutzutage. das ist ein wichtiges Stichwort. Genau. Aber wir sind noch nicht fertig bei unserem Ja. Dünger. Denn der Dünger heutzutage ist immer so eine wichtige Sache. Jeder Landwirt weiß, ich muss Saatgut auf verschiedenen Saattiefen legen. Ob es trocken ist, ob es feucht ist, ob ich schweren, ob ich leichten Boden habe. Nur den Dünger, den vergessen viele. Der wird grundsätzlich auf derselben Tiefe gelegt. Bequemlichkeit. Hier haben unsere Konstrukteure mit dem Team von Bernd sich ein ganz großes Feature einfallen lassen. Und zwar haben wir hier eine zentrale Verstellung für die Ablagetiefe vom Dünger. Da machen sich nämlich so manch einer gar keinen Gedanken drüber. Warum muss ich den Dünger denn zentral verstellen oder überhaupt verstellen? Jedes Pflänzlein möchte möglichst schnell da rankommen. Wenn ich jetzt unterschiedlich tief ablege, soll auch die Pflanze möglichst schnell an seinen Dünger kommen. Und da haben wir uns hier ein Feature überlegt. Wir können hier über die Spindel per Hand oder mit mitgeliefertem Werkzeug, Das ist da direkt versteckt, das Werkzeug. genau, auch da, es sind nur Kleinigkeiten an der Maschine, Ja. aber irgendwo eine Werkzeugkiste hat sich immer versteckt, kann ich dann ganz bequem zentral den Dünger verstellen. Und wenn das du wird jetzt, für jede Reihe gemacht. nein, zentral. Ah, okay, Entschuldigung. Heißt halbe Maschinenbreite. Und wenn du jetzt einfach mal von der Seite schaust, siehst du auch, wie sich die Scheibe langsam hoch bewegt. Heißt, wir würden Ja. jetzt die Ablagetiefe verringern und das Okay. zentral, bequem. Also ich brauche nicht mehr in die Maschine klettern. Ich kann bequem für hier die Maschinenhälfte hier verstellen, dasselbe auf der drüben. anderen Seite. Auf der anderen Seite auch. Lukas, du hast mir jetzt gerade schon erklärt, wie der Dünger in den Boden kommt. Wie geht es weiter? Und was ist das? Genau, wir haben den Dünger jetzt genau mittig zwischen unsere Säeinheit bzw. zwischen unsere Trapezpacker-Segmente hier gelegt. Und das möchte ich eigentlich ganz gerne noch mal an der nächsten Maschine zeigen. Komm einfach hinterher, zeige ich dir da. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Genau, wenn wir jetzt hier an der Maschine mal schauen, kann man es wirklich gut erkennen. Wir haben vorne vor unsere Düngescheibe, die haben wir gerade schon gesehen. Und die läuft nicht irgendwo, sondern so wie es bei der Maisaussaat üblich ist, für die Unterfußdüngung, also etwas neben den Säreihen und etwas tiefer. Bei uns genau zwischen dem nächsten Element, unserem Trapezpacker-Segment. Heißt, wir haben in der Maschine hier diese Trapezpacker-Rollen verbaut, aufgeschweißte Trapezringe. Und damit haben wir das ganze Maschinengewicht auf diese Ringe verteilt. Also der große Unterschied zum Wettbewerb ist, wir haben hier in der Maschine keine Reifen oder Räder, wo das Gewicht drüber getragen wird, die auch wieder Spuren hinterlassen. Die ganze Maschine, egal in welcher Arbeitsbreite, läuft auf diesen Trapezring. Und das ist auch der Vorteil. Genau, das ist ein großer Vorteil, denn diese Ringe haben mehrere Vorteile. Kluten oder Steine werden niedergedrückt, ja, und dadurch wird ein sauberer Übergang und ein stoßfreier bzw. barrierefreier Gang für die Säscheibe gewährleistet. Okay. Aber nicht nur das, dadurch, dass der Trapezring aufgeschweißt ist und etwas tiefer drückt, machen wir eine sogenannte Reihenvorverfestigung, also einen optimalen Standpunkt, was die Kapillarität angeht, für den Saataufgang. Wenn wir damit einmal sind, kommt natürlich auch irgendwann mal die Saat in den Boden. Und dazu gehen wir etwas weiter nach hinten. Wir haben hier die eigentliche Säeinheit. Die fängt hier vorne an, wie du sehen kannst, Ja. ist entkoppelt vom Rahmen, denn diese ganze Einheit hier läuft in einem sogenannten Parallelogramm. Erklär mir das ein bisschen genauer. Wenn die Säeinheit aufgrund von Unebenheiten, das Feld ist uneben, etwas hoch und nieder geht, geht alles gleichmäßig hoch und runter. Heißt, wir haben immer die absolut gleiche Ablagetiefe. Denn darauf kommt es an. Nur wenn alle Körner gleich tief liegen, können auch alle Körner gleichzeitig anfangen aufzulaufen. Das ist aber in jeder Reihe möglich. Das heißt, wenn nur hier ein Buckel ist und da hinten nicht, Genau, überall wird es gleichmäßig. genau. Wenn man einmal über die Maschine drüber schaut, jede Reihe hat ihr eigenes Parallelogramm. Und du sagtest gerade schon, wir haben Unterschiede im Boden. Jetzt haben wir nicht nur von Reihe zu Reihe Unterschiede, sondern auch mal in der ganzen Fläche. Heißt, der Boden wird härter oder weicher. Dann können wir hier, wie du siehst, hier ist ein Zylinder eingebaut. Heißt, die Maschine ist immer mit einer sogenannten hydraulischen Schardruckverstellung ausgerüstet. Ich kann bequem vom Terminal nachher drücken und sagen mehr oder weniger Schardruck und damit halt die Maschine ruhig auf der Erde lassen und so ein optimales Einbettung fürs Saatkorn hinbekommen. Okay, ich kann also von der Fahrerkabine aus reagieren und eine optimale Einstellung. Genau. Denn wir haben jetzt
vom Prinzip den Dünger in der Erde, die Maschine läuft auf unserem Trapez-Backer-Segment, jetzt kommt die Saat. Jetzt kommt die Saat, jetzt geht es ans Eingemachte. Genau, und dazu haben wir hier die sogenannten Säscheiben, ja, die formen in der Erde eine sogenannte Furche, wo dann das Saatkorn drin abgelegt wird. Diese Furche möchten wir aber bestimmen, wie tief die ist, denn ich hatte es eben am Anfang schon mal erwähnt, je nach Witterungsbedingungen, je nach Bodentyp legen wir unsere Saatkörner verschiedene Tiefen ab. Dazu haben wir hier in der Mitte die sogenannte Tiefenführungsrolle, ja, und darüber verstelle ich die Tiefe. Wenn du mal fühlst, die ist aus Gummi, heißt auch die kann sich dem Boden anpassen, und diese kann ich in der Tiefe verstellen. Das sehen wir jetzt gleich auch nochmal bequem hier hinten über diese Einstellschraube. Darüber verstelle ich die Tiefe, und je nachdem wie diese eingestellt ist, kann unsere eigentliche Säscheibe tief oder flach diese Furche bilden. Je nachdem, was ich wünsche. Genau. Das immer ist die freie Entscheidung des Landwirts. Was habe ich für ein Saatgut, was habe ich für Böden, wo bin ich im Jahreszeitraum von der Aussaat her. Jetzt haben wir die Säfurche gemacht, das Korn ist im Boden, dann folgt dahinter unsere sogenannte Fangrolle. Ja? Die ganze Azurit läuft über ein sogenanntes Überdrucksystem, heißt, die Körner fallen nicht über das Eigengewicht zum Boden, sondern werden geschossen. Also es ist ein Überdruck, sie kommen mit Geschwindigkeit. Das heißt, ganz punktuell, im genau richtigen Abstand, werden sie in die perfekt vorbereitete Bahn geschossen. Genau, ja. Der Abstand zueinander ist dadurch gegeben, weil die beiden Säscheiben der Delta Row stehen im festen Abstand, und den Abstand in der Reihe bestimmen wir über die Geschwindigkeit von der Vereinzelung. Jetzt ist das Korn einmal bis zum Boden, damit es aber auch genau da liegt, wo wir es haben wollen, müssen wir es fangen. Und darum ist auch hier diese weiche Fangrolle. Da wird vom Prinzip am Übergabepunkt das Korn einmal gefangen und festgelegt und kann dadurch nicht Es verrollen. wird rausgeschossen, gefangen und festgedrückt. Genau. Das heißt, damit bin ich mir sicher, dass das Korn auch genau da ist, wo es hingehört hat, damit die Pflanze mehr Platz hat, mehr Nährstoffe bekommt, Genau. mehr Wasser. Denn nur wenn wir das Korn auch in unserem Dreiecksverband in dieser Delta Row ablegen, nur dann haben wir auch diesen Mehrvorteil, den wir uns erwünschen. Und das ist einer der vielen Schlüsselpunkte, unsere Fangrolle. Die kann ich verstellen in verschiedenen Positionen. Alles hier werkzeuglos. Wann verstelle ich die? Bei Verschleiß von den Scheiben über die Jahre oder unter gewissen verschiedenen Bodenbedingungen. Das, was ich jetzt hier sehe, du hast gerade gesagt, hier stellt man was ein, da stellt man was ein. Das heißt, ich komme eigentlich immer überall gut dran, oder? Genau. Die ganze Maschine ist eigentlich so konstruiert, dass die Einstellungen, die wir im Feld oder von Feld zu Feld verwechseln müssen, heißt Ablagetief, eventuell die Fangrolle, nachher noch von den eigentlichen Zustreichern. All das können wir werkzeuglos machen. Lediglich für den Dünger, wie wir es eben gezeigt haben, da haben wir den Schlüssel mit, aber der ist ja da. Der liegt im... Das heißt, der Landwirt, der Lohnunternehmer kann auf dem Feld reagieren und schnell, das ist ja auch wichtig, dass es nicht ewig dauert, Einstellungen vornehmen. Genau, und Werkzeug ist ja bekanntlich nicht da, wo es sein soll, im Werkzeugkasten, Kommt also vor. alles werkzeuglos. Ich bin halt unwahrscheinlich schnell und flexibel dann in der Verstellung. Lass mich ganz kurz noch das Saatkorn bis zum Ende bringen. Gerne. Wir haben es gefangen, aber Saatkorn, Mais, der möchte bedeckt sein, also in einem Saatbett liegen, er möchte geschlossen werden. Und dafür haben wir hier am Ende unsere sogenannte Zustreichereinheit. Heißt, wir haben Das die Rille, ist das? Genau, wir haben die Rille offen liegen, das Korn liegt Ja. offen, aber wir wollen es schützen vor Witterung, vor Vögeln. Ja? Also muss das Korn bedeckt werden. Und das machen wir hier hinten mit der Einheit. Diese ist federbelastet, heißt, auch die kann sich jeder Bodengegebenheit anpassen und ist aber nicht nur federbelastet, sondern kann auch verstellt werden. Ich kann hier den Winkel verstellen, heißt, wie stark streiche ich zu, wie viel Erde kommt. Ja, das mache ich hier rüber. Genau. Und hier hinten auf der anderen Position den Druck. Heißt, mit wie viel Druck drückt jetzt wirklich letzten Endes diese Rolle auf das eigentliche Korn. Okay, hier stelle ich den Winkel ein, hier den Druck hast du gerade gesagt. Ist denn diese Einheit für jeden Boden nutzbar? Wir haben hier die Standardzustreicher, die sind eigentlich für leichten bis mittleren Boden, der eine gute Schüttfähigkeit hat. Haben wir aber jetzt gerade später im Jahr relativ harte Bedingungen, also trockene Böden oder auch sehr feuchte Böden, die einfach nicht schüttfähig sind. Dafür haben wir noch eine weitere Zustreichereinheit, die Zustreicher HD. Ja? Die sind dann aktiv mit einer Scheibe vorne vorlaufend und haben dann auch hinten die Andruckrollen. Die würde ich dann einfach wechseln. Wenn, Genau. wenn ich so einen Boden habe, dann wechsle ich die. Auch hier, genau, werkzeuglos. Ja? Hier kann ich von der anderen Seite einen Bolzen ziehen und kann dann die ganze Einheit tauschen. Diese ganze Einheit tausche Genau, ich dann. den hinteren Okay. Teil kann ich eintauschen. Für jede normale Bedingung reichen diese. Habe ich wirklich harte Bedingungen,
Dafür gibt es auch von uns eine Lösung, die sogenannten Zustreichereinheit HD. Okay. Spannend, dann ist der Mais bedeckt. Okay. Genau, wir haben vom Prinzip jetzt mechanisch gezeigt, wie und was bereiten wir vor, damit der Saatkorn unten am Boden richtig liegt, eingebettet ist und auch mit Dünger versorgt ist. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt das Saatkorn denn da unten? Ja, es wird reingeschossen, hast du mir gesagt. Genau, aber nicht irgendwie. Wir haben hier oben unsere sogenannte Dosiereinheit, Vereinzelungseinheit auch genannt. Diese kann ich öffnen, also einmal anheben und kann sie dann hier Wann bequem hebt man die an? nur zum Reinschauen, zum Reinigen ja, oder zum Entleeren. Ansonsten muss sie natürlich verbunden sein. Diese kann ich bequem öffnen, Darf ich auch? natürlich. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Diese kann ich bequem öffnen und sehe jetzt hier einige Details. Wir haben einmal, du hast es gerade schon in der Hand gehabt, den Zuführschlauch. Bedeutet, wir haben hier unseren zentralen Behälter, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben. Der versorgt diese Vereinzelungseinheit mit Saatgut. Ja? Ja. Aber wie macht er das? Also der kann sich nicht melden oder so. Und zwar haben wir hier Sensorik eingebaut, die uns einen Füllstand meldet. Das heißt, der Sensor meldet, okay, ich brauche Saatgut. Genau, und zwar sagt er zu einem bestimmten, wenn er nicht mehr bedeckt ist, ich brauche Saatgut und dann kommt nach Bedarf aus dem Tank zur jeweiligen Einheit, denn dieser Sensor steckt in jeder Einheit, Ja. egal wie viele wir haben, und es kommt Saatgut nach Bedarf. Bedeutet, er sagt nicht nur, ich brauche Saatgut, er sagt auch, ich brauche kein Saatgut mehr. Heißt, wir haben immer einen optimalen Füllbereich, alle Einheiten sind nur mit der Menge Saatgut befüllt, die auch wirklich bevorratet werden kann. Okay, was hat es jetzt hier mit auf sich? Genau, hier in der Mitte sehen wir das Herzstück, die eigentliche Sätrommel. Ja? Diese kann ich auch werkzeuglos entnehmen, einfach mal rausnehmen. Nehmen Sie einfach mal in die Hand. Okay. Fällt dir irgendwas auf, außer dass sie lemkenblau ist? Sie ist lemkenblau und sie hat zwei Seiten, klar, brauchen wir ja auch. Genau. Wenn ich dir mal kurz abnehmen Ja, darf. gerne. Das ist genau das Know-how dieser Maschine. Und zwar, wir wollen nachher eine Delta-Row machen. Heißt, wir wollen genau Saatgut in zwei verschiedenen Abständen zueinander legen, im sogenannten Delta-Row, im Dreiecksverband. Und das machen wir genau hier oben, im Herzstück von der Dosiereinheit. Und zwar, siehst du die Löcher hier? Die sehe ich. Und auf der anderen Seite sind auch welche. Und wahrscheinlich sind sie versetzt. Genau, und zwar immer um die Hälfte zueinander versetzt. Ja. Und dadurch fallen unsere Körner nicht gleichzeitig ab, sondern immer im Abstand. Links, Ja. rechts, links, rechts. Ja? Und auch genau da ist der Punkt, wir lassen die Körner, wie eben schon erwähnt, nicht fallen, sondern schießen sie mit Druck. Denn nur dann können wir auch bestimmen, dass sie alle zum gleichen Zeitpunkt unten ankommen. Und so entsteht unsere Delta-Row. Relativ einfach. Relativ einfach. Löcher versetzt auf einer Jetzt haben Trommel. wir eben die ganze Zeit von Mais gesprochen. Genau. Dafür ist diese Trommel. Die Trommel, die wir jetzt hier drin in der Maschine verbaut haben, ist eine sogenannte Trommel mit 2 x 25 Löchern und 5 mm Durchmesser. Das ist eine klassische Maistrommel, aber auch da haben wir in der Konstruktion noch einiges anderes überlegt, um ja, auch für andere Saatgüter. Das heißt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Kann ich die anderen Trommeln auch mal sehen? Ja, selbstverständlich. Ah, Bernd. Hi, Andrea. Hi. Natürlich haben wir auch für die anderen Saatgüter oder für verschiedene Saatgüter Trommeln mitgebracht. Das ist zum Beispiel eine Trommel für Sojabohnen. Kann ich dir gerne in der Hand geben. Vielleicht fällt Wie dir viele was Löcher auf. hat die? Die Boah, hat, ich werde hier aber echt gefragt heute. die hat deutlich mehr Löcher. Ja. Genau, die hat 2 x 80 Löcher. Das liegt einfach daran, bei Sojabohnen haben wir eine deutlich höhere Aussatzstärke. Beim Mais sind wir etwa bei 80.000 bis 85.000 Körnern unterwegs, die wir auf dem Hektar legen. Bei Sojabohnen, je nachdem in welcher Region Europas wir dort gerade sind, legen wir dann zwischen 350.000 und 550.000 Körnern ab. Das heißt, wir legen deutlich mehr Körner ab und dadurch müsste dann diese Trommel deutlich schneller laufen. Trotzdem aber im Delta-Verband. Trotzdem im Delta-Verband, genau, und auch weiterhin mit einem Abstand von 12,5 cm zueinander. Und damit wir einfach mit der Geschwindigkeit hinterherkommen, hat diese Scheibe mehr Löcher. Diese Löcher Wofür haben ist auch die? nur einen Durchmesser von 4 mm. Entschuldigung. Hier kommen wir jetzt zum neuesten. Das sind die Trommeln für Sonnenblumen. In Europa wird werden sehr viele Sonnenblumen auch in der Einzelkorntechnik angebaut. Vor allen Dingen in Osteuropa, Märkten wie Bulgarien, Rumänien, aber auch in Deutschland ist das ein Thema. Wir haben auch im letzten Jahr in Deutschland sehr erfolgreich Versuche dazu angelegt, unten an der Nähe vom Bodensee. Und auch das hat sehr gut funktioniert. Der Unterschied
zum Maistrommel ist im Wesentlichen der Lochdurchmesser. Das Sonnenblumensaatgut ist dann doch schon deutlich kleiner und für die Vereinzelung von den Sonnenblumen brauchen wir dann Lochdurchmesser von 2,5 bis 3 mm, wohingegen wir beim Mais bei 5 bis 6 mm eher unterwegs sind. Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen. Richtig. Gibt es noch Planungen? Selbstverständlich werden wir das Portfolio in den nächsten Jahren weiter und weiter mit ausbauen. Wir denken da vor allen Dingen an Sorghum, Hirse, was dann auch in Märkten wie Italien im Moment sehr gefragt ist. Dort sind wir natürlich auch mit der Validierung immer vor Ort unterwegs bei den Kunden und entwickeln unser Portfolio weiter. Also ihr guckt immer in die Zukunft, fragt nach, wo es gebraucht wird. Exakt. Es gibt viele Pläne. Was sind die Bedürfnisse der Kunden und die möchten wir natürlich bestmöglich dann umsetzen. Bernd, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel Theorie gesehen, aber wie läuft der Transfer in die Praxis? Das heißt, wie testet ihr das? Die Versuche laufen einmal bei uns im Haus durch die eigene Validierung, die jedes Jahr Vergleichsversuche mit anlegt zu Wettbewerbsmaschinen. Dieses haben wir aber auch in diesem Jahr sehr intensiv ausgeweitet mit Hochschulen. Haben dort zum Beispiel am Standort in Borken, Westfalen, einen Vergleichsversuch angelegt, bei dem mehrere Parzellen mit verschiedenen Aussatzstärken betrachtet wurden. Und bei diesem haben wir dann nicht nur die Frischmasse, die gehäckselt wurde, betrachtet, sondern haben aus dieser Frischmasse auch sofort Energiegehalte gezogen. Und die sind sehr aufschlussreich. Das werden wir jetzt in einem Video vom Lukas Icking nochmal genau sehen. Ich bin Lukas Icking und wir befinden uns heute hier im schönen Westmünsterland auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern. Der Betrieb bewirtschaftet ungefähr 90 Hektar Ackerbau, davon sind 30 Hektar Gemüse für einen örtlichen Verarbeiter und um die 60 Hektar Mais für die Biogasanlage und für die Bullenmast. Wir haben den Versuch so aufgebaut, dass wir auf 5 Hektar 30 Parzellen angelegt haben. Die Parzellen sind ungefähr 170 Meter lang. Den Vergleich haben wir so erstellt, dass wir mit der Azurit in der Einzelreihe jeweils im Wechsel 3 Aussaatstärken, A5 Wiederholungen gemacht haben. Heute beenden wir den Versuch. Dies geschieht so, dass wir mit einem herkömmlichen Maishäcksler die Parzellen, die 8 Reihen haben, A170 Meter Länge, einzeln ernten, diese auf einen Wagen verladen und dann über die Waage ziehen und dann von jedem Wagen im Silo eine Probe entnehmen und diese zu einem zertifizierten Prüflabor schicken. Inzwischen sind unsere Ergebnisse eingetroffen. Die haben wir mit unseren Frischmasseergebnissen über die Trockensubstanz bereinigt. Dabei konnten wir einen Mehrertrag je Hektar von 4,5% feststellen. Bei den Energien wie Nettoenergielaktation konnten wir bis zu 8,2% mehr Megajoule je Hektar feststellen. Bei den umsetzbaren Energien konnten wir sogar 7,9% mehr Megajoule je Hektar feststellen. Und bei der Gasausbeute 5,4% mehr Kubikmeter je Hektar. Bernd, jetzt haben wir gerade im Film von Lukas gehört, wie die Ergebnisse sind. Aber was ist jetzt der Vorteil für den Landwirt? Der Vorteil für den Landwirt ist, dass wir neben der Tatsache, dass wir mehr Masse geerntet haben, auch qualitativ hochwertigeres Futter geerntet haben. Das schlägt sich nieder in den Werten der Nettoenergielaktation, was sehr interessant ist für den Milchviehbetrieb, aber auch in den Energiegehalten für den Rindermäster, aber auch bei der Biogasanlage konnten wir punkten, indem unser Futter für die Biogasanlage einen höheren Energiegehalt hatte und dadurch eine bessere Biogasausbeute darstellen kann. Also Pluspunkte überall. Exakt. Wenn wir jetzt hier nochmal drauf gehen, wir haben jetzt gerade schon viele, viele Vorteile gehört. Gibt es noch irgendeinen Vorteil, über den wir noch gar nicht gesprochen haben? Ja, die gibt es. Und zwar können wir mit unserer Maschine sehr individuell Fahrgassen für jegliche Pflegebreiten anlegen. Genau. Fahrgassen bei der Azurit ist wirklich ein Highlight, denn dazu öffnen wir einfach nochmal unsere Vereinzelungseinheit. Wir können die Trommel rausnehmen. Wir haben eben Soll ich was tun? Ja, halt einfach mal die Trommel fest. Wir haben die Vereinzelungseinheit. In der Vereinzelungseinheit haben wir logischerweise nun auch zweierlei Abstreifer. Abstreifer bedeuten, im normalen Säbetrieb sorgen wir dafür, dass immer nur ein Korn pro Loch ist. Aber warte, bevor du die Scheibe weglegst, jetzt machen wir eine Fahrgasse. Wie können wir eine Fahrgasse anlegen? Meine Finger simulieren jetzt einfach mal die Abstreifer. Ja. Bedeutet, wir haben auf jeder Seite Abstreifer. Und wenn wir jetzt eine Fahrgasse machen, ist einfach eine Seite der Abstreifer, der alle Körner abstreift. Okay? Nee, nochmal. Wir haben die Trommel und wir haben durch meine Finger simuliert die beiden Abstreifer. Ja. Im Normalbetrieb verdecken sie minimal die Löcher, dadurch ist immer ein Korn nur pro Loch. Jetzt möchten wir eine Fahrgasse machen, dann ist
jeweils ein Abstreifer, der komplett schließt und an der Trommel können keine Körner mehr haften. Was machen wir in dem Moment auf der Hälfte? Wir säen nicht. Wir säen nicht. Also, was machen wir? Eine Wir hinterlassen einen breiteren Abstand zwischen unseren beiden Aggregaten. Heißt, wir haben mehr Platz und dadurch generieren wir die Fahrgassen. Das können wir aber jetzt nicht immer nur an einem Aggregat, wir können das an allen Aggregaten. Egal wie viele Reihen die Maschine hat, komplett flexible Fahrgassenschaltung. Wir können sämtliche Spuren, was die Reifenbreite, aber auch was die Spurbreite des Schleppers angeht. Das heißt, der Lohnunternehmer plant, mit welchem Gerät fahre ich zur Düngung, sonst was wieder aufs Feld und plant, so die Reihen auszulassen? Genau. Heißt, es ist ein klassisch, wie man es von vielen anderen Maschinen auch kennt, die Fahrgassenschaltung. Wir geben die Pflegebreite, was die nachfolgenden Schritte sind, der Maschine an. Und sie schaltet automatisch weiter, ja, und errechnet, wann muss welche Reihe ausgeschaltet werden. Der Riesenvorteil ist bei unserem System, wir brauchen nicht bestimmte Takte zu fahren, sondern die Maschine kann es mit jeder Reihe. Heißt, dadurch sind auch krumme oder asymmetrische Fahrgassen nötig. Ja? Das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, ich entscheide, welche Reihe ich aussetze. Genau. Jetzt habe ich gerade eben erklärt, ich schließe eine Reihe. Ja, Was haben wir denn dann auf dem Feld? eine Fahrgasse, Und, was ist in der Fahrgasse? Platz. Und wenig Körner. Ja. Heißt, wir machen theoretisch ja weniger Körner pro Hektar. Wollen wir Ja. aber nicht. Denn weniger Körner heißt, wir verschenken Weniger unseren Platz. Ertrag. Genau. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir die Fahrgasse machen, macht die eine Seite komplett zu und die Trommel dreht in dem Moment einfach nur doppelt so schnell und schon legen wir die exakt gleiche Anzahl Körner pro Hektar, aber ermöglichen trotzdem mehr Platz. Und mehr Platz heißt nicht einfach nur in dem Fall die 12,5 cm, die wir haben, ja, sondern Ja. wir können es auch an zwei gegenüberliegenden Reihen machen und somit schaffen wir uns einen Platz von 87,5 cm zwischen zwei Maisreihen. Und damit kommt jede gängige Reifenbreite heutzutage eigentlich zurecht. Das heißt, ich habe Platz zum Arbeiten Ja. und trotzdem den gleichen Ertrag. Die gleiche Anzahl Körner pro Hektar. Ja. Und was auch ein ganz klassischer Vorteil ist, wenn ich die Pflegemaßnahmen mache, ich sehe meine Fahrgasse. Ich stehe nicht wie vor der Axt vom Walde, ich sehe genau, wo muss ich fahren. Ja. Und gerade das ist ein Riesenvorteil, um auch wieder mehr Produktivität bei den Pflegemaßnahmen zu schaffen. Ein Riesenvorteil findet auch der Lohnunternehmer Heiko Lübke. Und was er gesagt hat, schauen wir uns jetzt mal an. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wir Fahrgassen legen können. Dieses spielt hier bei uns in der Region teils eine große Rolle, teilweise eine geringere. Vor allen Dingen eine große Rolle in dem Bereich, wo noch eine organische Düngung in dem Maisbestand erfolgen soll. Und auch die Zeitersparnis allein beim Pflanzenschutz nachher, wo man dann halt nicht mehr rein zählen muss und nach Parallelfahrsystem, sondern die Fahrgassen sehen kann und einfach so den Pflanzenschutz anwenden. Der Vorteil im Delta-Row-Verfahren liegt hier ganz klar dabei, dass wir eine halbe Delta-Row abschalten können und somit mit 2,25 Meter Spur, selbst mit 800er Reifen, ohne Probleme durch den Bestand fahren können, ohne größere Schäden anzurichten. Lukas, du hast mir jetzt eigentlich doch alles erklärt, oder? Fehlt noch was? Nahezu. Wir haben jetzt alle Vorteile von unserer Fahrgassenschaltung mechanisch und für den Landwirt erklärt. Aber wir haben die ganze Fahrgassenschaltung auch noch smart gemacht. Heißt, das würde ich dir ganz gerne am Terminal jetzt zeigen. Denn wir können nicht nur Fahrgassen schalten, indem wir auf und abfahren und die Maschine weiterzählt, sondern wir haben es smart gemacht und können Fahrgassen per GPS. Also praktisch aus der Kabine heraus. Aus der Kabine raus, beziehungsweise wir brauchen nichts mehr selber machen. Okay, Das das, wünsch hört ich dir sich ganz gut an. geil. Dann komm, dann lass uns mal rübergehen. Ja, Lukas, und auf dem Weg zum Terminal können wir auch die Chance noch mal nutzen, unseren Zuschauern zu sagen, dass sie unbedingt viele Fragen stellen sollen. Denn deine Kollegen sitzen bereits da, beantworten alle Fragen. Ja, klar, jede Frage ist willkommen. Ich bin gleich auch mit live da und dann können wir alle Fragen beantworten und hoffen, dass wir jedem dann auch damit eine Antwort geben können. Also nochmal deine Ermutigung, einfach jede Frage zu stellen. Her mit euren Fragen. So, jetzt bin ich gespannt. Genau, wir sind jetzt hier am Terminal angelangt. Wir haben hier einen CCI 1200. Ja, und wir haben eine Besonderheit heute hier. Und zwar, wir fahren hier nicht nur eine Maschine, sondern wir steuern gleichzeitig zwei Maschinen. Welche? Bedeutet, einmal hier vorne die erste Version, in dem Bereich, da sehen wir den Solitaire 12 SW. Also exakt genau diesen Düngewagen, wie wir ihn gerade hier vorfinden. Die zweite Software hier im Bild rechts ist die Azurit. Ja, jetzt habe ich gerade eben gesagt, wir machen all was smarter. Erstmal haben wir alles hier intuitiv mit Bildern, wenig Text, heißt möglichst einfach zu verstehen.
jeder Landwirt oder Fahrer soll sich ja mit der Bedienung wohlfühlen. Ne? Wie mit dem Smartphone, das muss einfach sein, das muss intuitiv sein. Und auch genauso haben wir unsere Software hier gestaltet. Aber jetzt fällt dir mit Sicherheit was auf, hier ändern permanent sich irgendwelche Farben, ja, hier oben ändert sich was. Ja. Genau, es bewegt sich was. Und zwar, hier im Hintergrund läuft gerade eine sogenannte Simulation, wie virtuell ein Schlepper oder eine Maschine gerade auf dem Feld arbeitet. Können Sie einmal etwas vergrößern? Das ist praktisch hier, okay? Genau. Hier in dem Fall sieht man eigentlich ganz gut, wir fahren jetzt simuliert über eine sogenannte Applikationskarte und man sieht anhand der verschiedenen Farben in der Karte, ja, werden verschiedene Aussatzstärken ausgebracht. In dem Fall hier sind wir auf der Düngerkarte und können hier an der rechten Seite sehen, wie die Farben unterteilt sind. Und so wie die Farben hier unterteilt sind, steuert die Maschine sich dann komplett von alleine. Heißt, je nach Farbe wird die angewählte Menge Dünger ausgebracht. Und gleich wechselt es dann. Genau. Wenn man beispielsweise sieht, vom roten Bereich in den orangen würde bedeuten, wir gehen von 300 auf 250 Kilo Dünger runter. Genau das Gleiche kann die Azurit selbstverständlich auch für Saatgut. Heißt, wir können mit diesem System wirklich beide Maschinen individuell mit ihrer eigenen Applikationskarte ansteuern. Dementsprechend ändert sich dann auch die Aussaatmenge. Ja? Und man kann es nicht nur daran erkennen, einmal bei der Azurit, wir haben hier ein Symbol vom Satelliten, heißt in dem Moment wird gerade die Aussaatmenge der Azurit gesteuert. Per Satellit, weil der weiß, wo ich fahre. Kann ich denn entscheiden, ob ich bestimme? Klar, der Mensch Oder bleibt das immer im Ergebnis? Fokus. Ja. Ich sage, was die Maschine machen soll, aber das eigentliche Steuern in der Parzelle beim Fahren macht die Maschine dann selber. Und wenn man jetzt mal genau guckt hier auf dem Bildschirm der Azurit, ich mache ihn einmal groß für dich. Ja. Oh, Dann jetzt kommt sehen- wieder eine Quizfrage. Nein, dann sieht man hier an verschiedenen Stellen Satelliten. Wir haben ihn einmal hier oben bei den einzelnen Reihen. Ups. Wir haben ihn einmal hier bei der Fahrgassenschaltung und einmal hier bei der Aussaatmenge. Bedeutet, die Azurit kann per Section Control, per Satellit ihre Teilbreiten ein- und ausschalten. Kann, was ich eben bei den Fahrgassen schon gesagt habe, smarter, die Fahrgassen per GPS schalten. Heißt, ich kann individuell, wo ich möchte, fahren. Er schaltet die Fahrgassen so, wie der Satellit ihm das sagt. Und die Aussaatmenge, auch die kann hier per Satellit, also anhand der Ortsbestimmung auf der Karte, individuell gestaltet werden. Jetzt haben wir ganz am Anfang viel von Dünger erzählt. Und das ist auch eine Besonderheit, denn wir sehen hier bei der Karte unten zwei sogenannte Booms. Diese Balken, meinst Genau. Die untere ist für unsere Delta-Row-Seed, steht auch da. du? Ja. Bedeutet, jetzt sehen wir das Bild der Applikationskarte Saat. Und drücken wir jetzt einmal auf die obere, sehen wir die Applikationskarte für den Dünger. Bedeutet, wir steuern nicht nur unseren Dünger, auch nicht nur unser Saatgut per Applikationskarte, auch unseren Dünger. Heißt, die komplette Maschine kann individuell, unabhängig voneinander, ihren Dünger zur Aussaatmenge steuern, zur Bodenkarte. Und das ist einfach heutzutage das, was dem Kunden wirklich einen Vorteil bringt, was es ihm erleichtert, was ihm fördert, Ertrag zu steuern, Ertrag zu generieren. Und das ist das ja, was wir wollen. Wir wollen Ressourcen sparen und Ertrag maximieren. Und die Bedienung, die lernt man dann bei dir in der Schulung. Beispielsweise, ja genau, wer bei uns zur Schulung kommt, der sollte nachher dann die Bedienung zu 99% verstanden und anwenden können. Das ist unser großes Ziel. Ja. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man sich mit dem System auseinandersetzt. Und auch zu Hause ist ja Lernen möglich, denn es gibt bei YouTube ganz, ganz viele Tutorials mit dir und der Azurit, wo man einfach auch noch mal so ein bisschen nachgucken kann. Auch das, klar, natürlich, auch das ist heutzutage Standard, dass man irgendwo dann online Sachen präsent stellt, um einfach mal schnell auf dem Feld sich keine Betriebsanleitung durchlesen zu müssen, sondern einfach mal, ja, für die schnelle Hilfe vielleicht einfach mal ein Video anzugucken. Faszinierend, was alles möglich ist mit der smarten Technik. Dankeschön erstmal an dich, Lukas. Bernd, eine Frage habe ich noch. Ja, Jetzt haben wir schon so viel über die Aussaattechnik gehört. Wir haben aber über ein Thema noch nicht gesprochen, die Ernte. Gibt es Besonderheiten für die Ernte? nein, die gibt es eigentlich nicht. Wir können die Pflanzen, die wir ausbringen in der Delta-Row, die können mit jeglichen Vorsätzen geerntet werden. Okay. Das ist auch genau der Grund, weshalb wir diese Reihen nur 12,5 cm auseinanderziehen. Das ist so sehr gut mit zum Beispiel einem Maispflücker
erntbar, wenn ich Körnermais ernte, aber auch bei Sonnenblumen stellt das die Technik vor keinen Grenzen Herausforderungen. Das funktioniert auch sehr gut. Viel wichtiger ist da, dass wir homogene Pflanzen haben, dass zum Beispiel die Körbe der Sonnenblumen gleichmäßig entwickelt sind, und da sahen unsere Ergebnisse bei der letzten Ernte auch sehr gut aus. Das hat sehr gut funktioniert, ja. Bernd, so kurz vorm Jahreswechsel, kannst du uns schon ein kleines bisschen verraten, was es vielleicht nächstes Jahr für Neuerungen gibt? Ja, natürlich darf ich auch schon ein bisschen was erzählen. Wir haben uns natürlich Gedanken dazu gemacht und haben auch unseren Kunden sehr gut zugehört. Als Beispiel können wir da nennen, dass wir eine Düngerschlauchüberwachung haben, die man dann in den Düngerschläuchen mit integrieren kann. Das ist auch nachnutzbar für Bestandsmaschinen. Als weiteres Thema bieten wir für die kommende Saison eine Nullserie an für Mikrogranulat. Dort können wir nochmal explizit Nährstoffe sehr nah am Korn, direkt am Korn in der Saatnelle mit ausbringen, was dann nochmal als Startgabe eine zusätzliche Energie für das Korn mitbringt. Das sind vor allen Dingen phosphorhaltige Dünger, die dann der Pflanze im Anfangsstadium nochmal einen Kick geben. Also es liegt noch richtig viel in der Planung. Es wird also weiterhin spannend, dass ihr beide für das Thema brennt. Das haben wir natürlich gesehen. Lust auf mehr Ertrag. Klar, hat jeder, haben wir festgestellt. Ich sage vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mir alle Fragen beantwortet habt. Ihr habt jetzt leider noch nicht Feierabend, denn ihr geht jetzt direkt in den Expertenchat und ihr sorgt hoffentlich dafür, dass ganz, ganz viele Fragen reinkommen. Also, viel Spaß dabei. Bis später. Ciao, bis zum nächsten Mal. Frau Lemken, das war sehr spannend. Ich habe unglaublich viel gelernt. Wie Sie versprochen haben, ganz, ganz viel Technik rund um die Azurit. Jetzt haben wir eben ja schon gesehen, es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Ist die Adventszeit für Sie hier im Familienunternehmen auch die Zeit, nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen? Ein bisschen schon. Auf der einen Seite haben wir noch viel zu tun. Man versucht alles fertig zu kriegen und wir haben auch viele Aufträge, die wir noch abwickeln wollen. Das ist dann noch ein Sprint am Ende. Aber wir versuchen auch nochmal zusammenzukommen, ganz bewusst. Und ja, als Familienunternehmen ist es auch hier in gewissem Maße eine Familie. Und dann rückt man nochmal zusammen und wünscht auch, dass alle mit ihren Familien gut über die Feiertage kommen und gesund im nächsten Jahr wieder hier starten können. Wie haben Sie das in diesem Jahr geschafft, trotz der besonderen Herausforderungen von Corona so nah wie immer, so verlässlich wie immer am Kunden zu sein? Ja, ich denke, da haben sich viele Kollegen auch Gedanken gemacht, auf welche Weise wir das machen können. Und wir sind ja auch in Berührung mit dem Landwirt über den Service, über den Vertrieb. Da ist ja auch einiges möglich geworden und auch die Fachhändler sind ja unsere Ansprechpartner. Das haben wir zusammen entwickelt und ich denke, wenn man mit dem Herzen bei der Technik ist, da findet man auch die Wege, das so hinzukriegen. Dann findet man Wege. Ich habe ein Problem, ich habe nämlich noch nicht alle Weihnachtsgeschenke. Haben Sie schon alle zusammen? Noch nicht so ganz. Noch nicht ganz. Wenn ich heute Abend im Online-Shop von Lemken noch eine Bestellung abgebe, klappt das noch mit dem Geschenk unterm Weihnachtsbaum? Na klar, der Shop ist schnell und da kann man mit Sicherheit noch was Schönes finden. Ganz bestimmt. Jetzt geht es aber noch mal um den Adventskalender. Möchten Sie das Türchen 17 Nein, öffnen? ich gebe das natürlich gerne ab. Ich darf. 17. Das esse ich gleich. Ganz zum Abschluss noch Ihr Weihnachtswunsch, Ihr Wunsch an alle, die sich reingeklickt haben, da draußen, die dabei waren beim zweiten Digital-Event und die Wünsche fürs nächste Jahr. Also gerne. Ich sage Dankeschön für all die, die bei dem Format dabei waren und sich von der Technik haben begeistern lassen. Ich hoffe, dass der Funke übergesprungen ist, die Faszination Lemken Blau. Und ich wünsche natürlich allen Kunden, dass sie gut in das nächste Jahr starten und da mit unserer Technik, mit der guten Lemken-Technik, richtig gut arbeiten können. Ja, und somit sagen wir Dankeschön. Eine Möglichkeit gibt es jetzt natürlich noch, denn es besteht weiterhin die Möglichkeit, Fragen zu stellen. In unserem Chat, unsere Experten sind weiterhin für euch da. Also scheut nicht, die Fragen zu stellen. Bleibt gesund und bis bald bei Lemken. Tschüss.